Mein Name ist Tilmar Buchner, ich bin Partner bei der Boston Consulting Group und verantworte dort das Digital BCG Technology Center. Wir helfen Unternehmen dabei, die digitale Transformation zu bewerkstelligen. Und zwar zum einen, indem wir helfen, disruptive neue Technologien anzuwenden, um vorhandene Kernprozesse in Unternehmen zu digitalisieren, als auch diese zu nutzen, um neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Im AWK Expertenrat versuche ich Brücken zu bauen. Brücken zwischen den klassischen Ingenieurwissenschaften und den durch disruptive Technologien geprägten Computerwissenschaften. Weil wir glauben, dass die digitale Transformation vor den Hallentoren produzierender Unternehmen nicht Halt machen wird. Wir sind mit unserem Expertenvortrag eigentlich Kern des Internet of Productions. Was wir probieren, sind zwei Dinge. Das eine ist, wir wollen das Internet mit der produzierenden Industrie verbinden. Was bedeutet Internet? Internet bedeutet die ubiquitäre Verfügbarkeit von Informationen. Wie kann man das bewerkstelligen? Neue disruptive Technologien, Cloud Computing helfen, diese Informationen allgegenwärtigen Unternehmen verfügbar zu machen und mit den klassischen Technologien der Produktionstechnik zu verbinden. Das wollen wir im Expertenvortrag adressieren durch drei Dinge. Das erste ist, wir wollen aufzeigen, wie andere Unternehmen digitale Technologien nutzen, um Produktivitätspotenziale zu nutzen. Das zweite ist, wir wollen Inspiration geben. Wir wollen aufzeigen, was da technisch machbar ist. Dinge, die vor 2-3 Jahren technisch noch nicht machbar sind, können aufgrund der rasanten Entwicklung von Technologie heute adressiert und gelöst werden. Und das dritte ist, wir wollen Handlungsempfehlungen geben, wie man diese digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich bewerkstelligen kann. Holistische Automatisierung ist bei uns eng damit verbunden, dass wir bisher nicht genutzte Produktivitätspotenziale erschließen wollen. Was ist Produktivität? Produktivität ist das Verhältnis von produzierten Gütern zu den eingesetzten Produktionsfaktoren. Das heißt, wir wollen Automatisierung entlang von 3 Dimensionen definieren. Das erste ist, wie können die Produktplanungsprozesse automatisiert werden? Das zweite ist, wie können in den direkten Fertigungs- und Montageprozessen mittels Automatisierung nicht genutzte Produktivitätspotenziale erschlossen werden? Und das letzte ist, wie können in den indirekten Prozessen, in der Arbeitsvorbereitung, in der Materiallogistik, in der Nacharbeit, wie können hier mittels neuer IT-Lösungen bisher nicht genutzte Produktivitätspotenziale erschlossen werden? Das bezeichnen wir als den holistischen Automatisierungsansatz. Die meisten Unternehmen arbeiten heute in sogenannten Datensilos. Das heißt, Informationen, die an einer Stelle erfasst werden, stehen oft wenigen Mitarbeitern oder auch anderen Teilprozessen zur Verfügung. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Versetzen wir uns mal in die Situation eines Automobilisten und denken an einen Montagmorgen, an einen Supply Chain Prozess. Ein LKW, der Güter zu einem Werk transportiert, hat einen Unfall. Den Fakt, dass der LKW einen Unfall hat, ist eigentlich für viele Teilnehmer im Produktionsnetzwerk von Interesse. Heute wird diese Information aber nur an einen Teil der Interessenten quasi weitergeleitet. Wenn ich es jetzt schaffe, im Sinne einer ubiquitären Verfügbarkeit von Informationen, all diejenigen mit Informationen zu versorgen, die an diesem Topic interessiert sind, kann ich bisher nicht genutzte Produktivitätspotenziale erschließen, weil ich besser planen kann. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie ich grundsätzlich durch die Vernetzung und Zugänglichkeit von Informationen schneller und bessere Entscheidungen treffen kann.